Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Ich freue mich wirklich, dass Sie wieder mit dabei sind, denn in dieser Woche wird es ja richtig spannend. Sie wissen es, wir stellen Ihnen nach und nach unsere Newcomer-Finalisten vor. Das heißt, das sind 5 Jungdesigner, 5 Nachwuchstalente, die alle die Chance haben, den begehrten Newcomer Award 2021 beim German Design Award mit nach Hause zu nehmen. Sie alle haben die Jury natürlich bereits beeindruckt mit zukunftsträchtigen Ideen und Projekten. Und einer von ihnen, das ist Max Wittstock. Er hat bereits überzeugt mit dem Thema maschinelles Sehen. Was das genau ist, das kläre ich gleich mit ihm im Talk. Zuerst aber ein kleiner Film über Max. Ich bin Max Wittstock, habe letztes Jahr mein Industriedesign-Studium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft beendet und beschäftige mich in meinen Arbeiten hauptsächlich mit maschinellem Sehen und neuartigen Technologien, die ich versuche, verschiedenen Nutzergruppen näher zu bringen. Bei meiner Abschlussarbeit habe ich ein Konzept entwickelt, das mithilfe von maschinellem Sehen und künstlicher Intelligenz das Leben von blinden und sehbehinderten Menschen erleichtern soll. Dabei war mir die Sicherheit und ein größerer Mobilitätsradius das Wichtigste, was ich bei meinem Konzept erreichen wollte. Zeitgemäßes Design bedeutet für mich, dass sich der Gestaltungsprozess mit aktuellen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel derzeit der Corona-Krise. Die Nominierung zum Newcomer Award bedeutet mir sehr viel, weil sie mein komplettes Portfolio würdigt und den Projekten mehr Reichweite verschafft. Sehr schönes Video und jetzt ist er auch schon live bei mir, Max Wittstock. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Unbedingt. Ich dachte, ich frage mal noch so ein bisschen nach. Maschinelles Sehen ist ja dein Thema, haben wir schon gehört. Zum einen die Frage, wie genau funktioniert das? Da hilft man ja blinden und oder sehbehinderten Menschen. Und zum Zweiten, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Genau, also das Projekt besteht aus einem Brillenbügel und der hat links und rechts eine Kamera verbaut und die erfasst eigentlich alles von der Umwelt. Und diese Daten werden dann mit Hilfe des Smartphones abgeglichen und Hindernisse werden erfasst oder je nachdem, wie jetzt der Modus eingestellt ist. Ob jetzt die Person nach Hause möchte oder genau. Das ist praktisch. Und wie kamst du da drauf? Ich kam eigentlich darauf, also die erste Berührung hatte ich damals, da bin ich mit meiner Großmutter, da war ich vielleicht 4 oder 5, zu einer Bekannten gegangen und die war blind oder sehr stark sehbehindert und die hat ihren ganzen Haushalt eigentlich selber gemanagt. Und da war ich als kleiner Junge schon sehr fasziniert, wie das überhaupt möglich ist, weil sie ja mehr oder weniger fast nichts gesehen hat. Und dann einige Jahre später war ich auf einer Ausstellung, Dialog im Dunkeln, gibt es auch hier in Frankfurt, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Und da ist dann dieses ganze Thema nochmal mehr in meinen Fokus gerückt. Und also, wie man jetzt unschwer erkennen kann, trage ich selber eine Brille. Ich bin jetzt noch nicht sehbehindert, aber ich habe mich oft damit beschäftigt, wie jetzt Leute ihren Alltag managen, die jetzt noch eine viel stärkere Sehschwäche haben oder eine Beeinträchtigung. Und ja, deswegen habe ich mir dieses Thema zum Abschlussthema gemacht von meinem Studium. Wirklich ein ganz tolles Projekt, muss ich sagen. Und was dann noch mit reinfließt, ich muss das ablesen, ist Intuitive Human-Centered Interaction. Was bedeutet das? Klingt erstmal sehr kompliziert, eigentlich kann man es sehr leicht runterbrechen. Es geht darum, dass die Berührungspunkte mit Produkten sehr intuitiv gestaltet werden. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel zurückerinnere an die Vergangenheit, hat man oft Geräte gekauft, gerade so im technischen Bereich, wo dann irgendwie so eine riesige Anleitung mitgeliefert wurde und die musste man erstmal studieren. Und das wird zum Glück heutzutage immer weniger. Also wir sehen es vor allem an Smartphones. Man kann theoretisch jedem Menschen auf der Welt ein Smartphone in die Hand drücken und der versteht es direkt, weil es einfach sehr selbsterklärend ist und sehr intuitiv. Und meiner Meinung nach ist es eine sehr wichtige und auch sehr sinnvolle Entwicklung. Und ja, ich versuche natürlich, das bei meinem Gestaltungsprozess auch, soweit es mir möglich ist, mit zu beachten. Also ich bin jetzt schon großer Fan, ich hasse Betriebsanleitungen, von daher ist es eine sehr gute Idee. Andere Frage, du hast dich auch mit einer autonomen Forschungsdrohne befasst, die heißt Metron. Jetzt denkt jeder ans Fliegen, aber ich glaube, Metron funktioniert auf dem Wasser.
Was hat es damit auf sich? Genau, also das Projekt ist im Studium entstanden mit Lukas Balcila und Dorian Hieronymus, Studienkollegen von mir. Und bei der Forschungsdrohne geht es darum, Binnengewässer zu erforschen und zu analysieren. Da sind wir drauf gekommen, weil wir bei einer Dokumentation gesehen haben, wie umständlich das heutzutage gemacht wird. Also das kann man sich so vorstellen. Man hat jetzt einen kleinen See oder ein Gewässer, da wird erstmal ein Boot hintransportiert, das muss dann zu Wasser gelassen werden. Dann gibt es meistens eigentlich zwei Leute, die auf das Boot steigen, dann rausfahren und dann händisch eine Drohne ablassen. Und dieser ganze Prozess ist eigentlich viel zu aufwendig. Und da haben wir uns dann überlegt, dass man das ja, um einiges erleichtern kann und haben dann diese Drohne konzipiert, die autonom, aber auch manuell gesteuert werden kann und ja, über die Gewässer fährt und die Proben selbst nimmt. Ja. Das zeigt, wie vielseitig du unterwegs bist. Ein Thema, das übergreifend über all diese Einsatzgebiete natürlich schwebt, ist Corona. Da haben wir auch im Video ein bisschen was von dir gehört. Was glaubst du denn, was die Corona-Krise für das Design der Zukunft bedeutet? Also ich glaube, durch diese ganze Corona-Pandemie rücken bestimmte Themen mehr in den Fokus, als sie vielleicht sonst in den Fokus gerückt wären. Wie zum Beispiel, also jetzt kurz aus meinem Alltag, ich arbeite bei der Firma Neomind in München und da darf ich Nah- und Fernverkehrzüge für die Zukunft mitgestalten. Und da geht es zum Beispiel noch um einiges mehr um jetzt berührungslose Benutzung von WC-Kabinen zum Beispiel in einem Zug. Also so berührungslos, wie es überhaupt möglich ist, dass man jetzt zum Beispiel nicht mal mehr einen Seifenspender berühren muss. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung von dieser Pandemie, weil dann noch mehr darauf geachtet wird, auf Abstand, auf ja, dieses berührungslose Benutzung von Dingen. Ganz, Genau. ganz spannend, Max. Vielen, vielen Dank. War ein toller Einblick in dein Schaffen. Ich drücke dir alle Daumen und kann auch Ihnen sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wir sehen uns dann natürlich wieder bei der Verkündung der Newcomer Awards Auszeichnung, bei der die Jury dann sagen wird, was denn bekannt gegeben wurde und wer gewonnen hat. Besuchen Sie uns alle gerne auf der All Eyes On Website oder folgen Sie uns auch auf Social Media, um noch ein bisschen mehr über unsere Newcomer-Finalisten zu erfahren. Jetzt erstmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.